13 Jahre hartnäckige Verfolgung, 14 schreckliche Stunden in einer Holzkiste, ein Deal mit der Staatsanwaltschaft und keine Reue seitens des Täters. Heute lernen wir die erschreckende Geschichte von Samantha Stites kennen, in deren Lage sich jede Frau hätte befinden können. Samantha Stites wurde am 23. November 1991 geboren und wuchs in der kleinen Stadt Elk Rapatsch im Bundesstaat Michigan auf. Die Mutter des Mädchens zog sie alleine groß und musste mehrere Jobs gleichzeitig ausüben. Deshalb lernte Samantha früh, selbstständig zu sein und ging mit 18 Jahren zum Studieren nach Allendale. An einem neuen Ort unter völlig fremden Menschen schloss sie sich einer christlichen Studentengemeinschaft an, denn unter gläubigen jungen Menschen konnte ihr sicherlich nichts passieren. Um es vorwegzunehmen, Samantha irrte sich gewaltig. Aber zunächst einmal war das Studentenleben in vollem Gange. Samantha lernte neue Leute kennen, trieb Sport und beteiligte sich aktiv am Leben der Gemeinschaft. Im Jahr 2011 fiel Samantha bei einem der Clubtreffen ein junger Mann auf. Der Junge namens Christopher Thomas war sichtlich schüchtern und hielt sich zurück. Obwohl er fast 7 Jahre älter war, beschloss Samantha, die von Natur aus gutherzige und einfühlsame Person, den rothaarigen Mann zu unterstützen und begann ein lockeres, unverbindliches Gespräch mit ihm. Etwa so: »Hallo, wie geht's? Wie ist die Stimmung? Kommst du schon lange hierher?« Kurz gesagt, eine völlig harmlose Reihe von Standardphrasen. Selbst Samantha erinnert sich nicht mehr genau an den Inhalt des Gesprächs, da sie ihm damals keine besondere Bedeutung beigemessen hatte. Nach der Versammlung vergaß Samantha die Begegnung völlig und ging ihren Geschäften nach. Sie wusste noch nicht, dass dieses harmlose Gespräch für sie der Beginn eines wahren Albtraums sein würde. Kurz nach ihrer Begegnung fand Christopher Samantha in den sozialen Netzwerken und wurde, wie man so schön sagt, ihr ständig auf den Fersen. Er schickte ihr regelmäßig Nachrichten, lud sie zu Verabredungen ein und versuchte mit aller Kraft, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Anfangs lehnte Samantha höflich ab. Der übergewichtige rothaarige Mann war nicht ihr Typ. Außerdem machte sein Verhalten im Internet sie misstrauisch. Samantha hoffte, dass ihr neuer Bekannter nach einer Reihe von Ablehnungen zur Ruhe kommen und sie in Frieden lassen würde. Doch dem war nicht so. Samanthas Ablehnungen schienen Christopher nur noch mehr zu motivieren, die Kommunikation fortzusetzen. Irgendwann begann er sogar, sie nur noch als Süße anzusprechen und zitierte ausgiebig aus der Bibel. Denn Chris war überzeugt. Ihre Begegnung war eine echte Fügung Gottes. Und wenn dieses Ereignis von oben vorherbestimmt war, warum sollte man sich dann in die Angelegenheiten Gottes einmischen und die Erfüllung seines Willens behindern? Muss man noch erwähnen, dass Samantha diese Gedanken nicht teilte? Und so kam es, dass Christopher nach einiger Zeit seinen Worten Taten folgen ließ. Nun fand Samantha fast überall Rosen, und zwar nicht nur vor ihrer Haustür oder auf der Windschutzscheibe ihres Autos. Überraschende Blumensträuße erwarteten sie sogar an Orten, an die Samantha sich begab, ohne jemanden aus ihrem Bekanntenkreis davon in Kenntnis zu setzen. Es wurde offensichtlich: Christopher hatte begonnen, das Objekt seiner Begierde regelrecht zu verfolgen. Irgendwann kam die Zeit der Blumensträuße zu einem Ende. Der Mann tauchte nun persönlich in Samanthas Blickfeld auf. Er erschien wie zufällig auf ihrem Weg, an der Universität, bei der Arbeit und manchmal auch einfach auf der Straße. Einmal meldete sich Samantha für ein Frisbee-Team an und bemerkte bei einem Training, dass Christopher auf der Tribüne saß und ihr Spiel aufmerksam beobachtete. Manchmal gelang es ihnen sogar, miteinander zu sprechen. Zur großen Freude des Stalkers und zum Entsetzen seines Opfers gestand Christopher, dass er manchmal Anfälle unkontrollierbarer Wut hatte. Er sagte, dass er vor nicht allzu langer Zeit jemanden geschlagen habe und dabei einen roten Schleier vor den Augen gehabt habe. In diesem Moment wurde Samantha klar: Christopher ist nicht so harmlos, wie er auf den ersten Blick scheint, und durchaus zu Gewalttaten fähig. Da verlor Samantha die Geduld. Sie konnte nicht länger ruhig auf Christophers ständige Anwesenheit in ihrem Leben reagieren und lehnte seine aufdringlichen Annäherungsversuche jedes Mal entschiedener ab. Der letzte Tropfen war die Einladung, gemeinsam ein Eishockeyspiel der Detroit Red Wings zu besuchen. Da sagte Samantha ihrem aufdringlichen Verehrer direkt, dass sie überhaupt kein Interesse an ihm als Mann habe. Man könnte meinen, dass jeder mehr oder weniger vernünftige Mensch daraus seine Schlüsse ziehen
und seine fruchtlosen Annäherungsversuche einstellen würde. Es gibt so viele Frauen, und wenn es mit einer nicht geklappt hat, warum sollte man dann nicht sein Glück mit anderen versuchen? Aber Christopher war offensichtlich aus einem anderen Holz geschnitzt. Nach einiger Zeit kam er mit einem weiteren Blumenstrauß zu ihr zur Arbeit. Daraufhin schrie Samantha den Mann zum ersten Mal an. Die Sache endete sogar mit einem kleinen öffentlichen Skandal unter den schrägen Blicken der Menschen, die an der Bushaltestelle standen. Trotz ihrer Wut hatte Samantha damals ernsthafte Angst. Anscheinend verstand Christopher den Grund für die Ablehnung wirklich nicht und war bereit, noch weiterzugehen. Glücklicherweise neigte sich ihr Studium dem Ende zu und nachdem sie ihren Bachelorabschluss erhalten hatte, kehrte Samantha in ihre Heimatstadt zurück. Hier, inmitten alter Freunde und vertrauter Orte aus ihrer Kindheit, kam ihr alles, was ihr in letzter Zeit widerfahren war, wie ein unangenehmer Traum vor. Außerdem war Samantha sicher, dass der aufdringliche Christopher sie in ihrer Heimatstadt bestimmt nicht mehr finden würde. Nachdem sie sich beruhigt hatte, beschloss Samantha, ein Praktikum bei der religiösen Organisation International House of Prayer zu absolvieren, wofür sie in einen anderen Bundesstaat, Missouri, umziehen musste. Vielleicht hoffte sie, so ihre Spuren endgültig zu verwischen, um endlich ein normales Leben zu führen und zu arbeiten. Aber 2 Tage vor dem Umzug fuhr sie der Vater ihrer besten Freundin mit dem Auto. Und irgendwann bemerkte Samantha, dass dem Wagen ein rotes Motorrad folgte. Zuerst dachte Samantha, sie hätte sich geirrt, aber dieses Gesicht kannte sie nur zu gut. Auf dem Motorrad saß niemand anderes als Christopher. Samantha bat darum anzuhalten, um noch einmal zu versuchen, die Angelegenheit mit ihrem Stalker friedlich zu klären, aber das Gespräch mit dem Mann entmutigte sie zutiefst. Christopher erklärte lächelnd, dass er ebenfalls ein Praktikum bei der Organisation International House of Prayer begonnen habe. Es bleibt ein Rätsel, auf welchem Weg er von Samanthas Entscheidung erfahren hatte. Nach dieser Begegnung war es unmöglich, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Auf Anraten ihrer Freunde wandte sich die junge Frau im September 2014 an das Gericht mit der Bitte, eine sogenannte Schutzanordnung zu erlassen. Dabei handelt es sich um ein Dokument, das das Opfer von Stalking schützen soll und bestimmte Handlungen ihm gegenüber verbietet. In diesem Fall ging es um jeglichen Kontakt, seien es persönliche Treffen, Telefonanrufe, das Versenden von E-Mails sowie Blumen und Geschenke. Nach Prüfung der Beweise hielt der Richter die Erteilung der Anordnung für gerechtfertigt. Nun musste Christopher Samantha für die nächsten 6 Jahre in Ruhe lassen. Andernfalls hätte ihm eine strengere Strafe bis hin zur strafrechtlichen Verfolgung gedroht. Nach dieser Entscheidung des Gerichts war das Gebetshaus verpflichtet, Christophers Praktikum zu beenden, sodass Samantha beruhigt sein konnte. Und tatsächlich verschwand der Stalker aus Angst vor einer strengen Strafe aus ihrem Leben. Samantha konnte sich endlich den für sie wichtigen Dingen widmen. 3 Jahre später schrieb sie sich für einen Masterstudiengang ein, um Sozialarbeiterin zu werden. In ihrer Freizeit schrieb sie einen Blog, in dem sie über ihr Leben berichtete. Zu dieser Zeit lernte sie im Internet eine Frau namens Sarah kennen. Samantha fand in ihr sofort eine Seelenverwandte und sie kommunizierten regelmäßig miteinander. So vergingen 6 Jahre wie im Flug. Samantha hatte ihren Stalker, der ihr Leben vergiftet hatte, längst vergessen. Sie schloss ihr Masterstudium ab und kehrte in ihre Heimatstadt zurück, wo sie ein Haus kaufte und eine Stelle als Sozialarbeiterin annahm. Christopher jedoch hatte nichts vergessen. Am 20. September 2020 war Samantha auf dem Weg zu einem Fußballspiel, als sie plötzlich mit einem Mann zusammenstieß. Zunächst erkannte sie den Passanten nicht einmal. Christopher hatte die letzten 6 Jahre offensichtlich nicht untätig verbracht. Er hatte abgenommen und Muskeln aufgebaut. Der Stalker tat jedoch so, als würde er Samantha nicht erkennen und ging einfach vorbei. Sie geriet in Panik. Und doch hoffte sie tief in ihrem Inneren, dass Christopher sich in den letzten Jahren nicht nur äußerlich verändert hatte. Vielleicht war er erwachsen geworden, hatte vieles verstanden und war ein ganz anderer Mensch geworden. Als sie nach Hause kam, las Samantha noch einmal die Schutzanordnung durch. Genau an diesem Tag lief die Frist ab, während der Christopher sich ihr nicht hatte nähern dürfen. Samantha hoffte sehr, dass die unerwartete Begegnung ein Zufall gewesen war, begann aber vorsichtshalber, sich vorsichtiger zu verhalten. Zum Beispiel bat sie Freunde, sie mit dem Auto mitzunehmen und versuchte, nicht allein spazieren zu gehen.
Und dann meldete sich Christopher wie zufällig in derselben Fußballmannschaft an, in der Samantha spielte. Dabei benahm er sich beim Training übermäßig grob und versuchte bei jeder Gelegenheit, sie umzustoßen. Die Verwaltung des Sportclubs hörte sich Samanthas Beschwerden zwar an, unternahm jedoch keine entschiedenen Maßnahmen. Man erklärte, all dies seien Spielsituationen und im Fußball komme es auch zu härterem. Deshalb solle man kein Problem suchen, wo es keines gebe. Und doch war es schwer zu übersehen, dass die Verfolgung mit neuer Kraft begonnen hatte. Diesmal verhielt sich Christopher äußerst vorsichtig und begann nie als Erster ein Gespräch. Dennoch war er fast immer in Samanthas Blickfeld, sei es beim Einkaufen oder beim Training in der Sporthalle. Irgendwann vermutete die junge Frau sogar, dass in ihrem Auto ein GPS-Tracker installiert worden war. Freunde halfen ihr, das Fahrzeug zu untersuchen, aber es konnte nichts gefunden werden, was einem Ortungsgerät ähnelte. Hinzu kommt, dass Samantha im Juli 2022 erneut eine einstweilige Verfügung beantragte, doch diesmal zeigte sich das Gericht weniger wohlwollend. Es gebe keine rechtliche Grundlage für eine neue Anordnung, sie solle ihre persönlichen Probleme selbst lösen. Außerdem hätte das weitere Verfahren die Anwesenheit von Christopher im Gerichtssaal erfordert und Samantha wollte diesem Mann auf keinen Fall noch einmal begegnen. Und so beschloss Christopher am 7. Oktober 2022 entschlossen zu handeln. Irgendwie gelang es ihm, sich den Schlüssel zum Haus der jungen Frau zu beschaffen und er drang in einem völlig unerwarteten Moment in das Haus ein. Man kann nicht sagen, dass Samantha auf diese Entwicklung nicht vorbereitet war. Sie hatte bereits seit einigen Tagen eine Axt unter ihrem Bett versteckt, hatte jedoch keine Gelegenheit, sie zu benutzen. Christopher überwältigte Samantha schnell und sagte ihr, dass sie dringend miteinander reden müssten. Allerdings solle dieses Gespräch an einem anderen Ort stattfinden. Dann legte er Samantha Handschellen an, steckte ihr einen Knebel in den Mund, verband ihr die Augen und fuhr sie in eine unbekannte Richtung. Da es früh am Morgen war, gab es keine Zeugen für die Entführung. Auf dem Weg ins Ungewisse zählte Samantha die Abbiegungen, um zumindest eine ungefähre Vorstellung davon zu bekommen, wohin man sie brachte. Dann hielt das Auto an und Christopher brachte sein Opfer an einen Ort, an dem es stark nach frischen Brettern roch. Als ihr die Augenbinde abgenommen wurde, stellte Samantha fest, dass sie sich in einer 2x2 Meter großen Holzkiste befand. Das Innere war mit schalldämmendem Material ausgekleidet und auf dem Boden standen ein Eimer und Vorräte. Samantha kamen sofort Geschichten über Serienmörder in den Sinn, die ihre Opfer jahrelang gefangen gehalten hatten. In der Zwischenzeit zog Christopher ihr den Knebel aus dem Mund und begann seine schaurige Erzählung. Er berichtete der Gefangenen, dass er sich Urlaub genommen habe, was bedeutete, dass ihn in nächster Zeit niemand vermissen würde. Damit niemand bei ihm nach Samantha suchen würde, beschloss der Mann, ihren Tod vorzutäuschen. Dazu wollte er ihr SUP-Board am Ufer des Michigansees zurücklassen. Während Samanthas angebliche Leiche in den Gewässern des größten Sees der Vereinigten Staaten von Amerika gesucht würde, hätte das Paar genügend Zeit. Im Laufe des Gesprächs gab Christopher auch zu, dass er tatsächlich einen Peilsender installiert hatte, und zwar nicht nur in Samanthas Auto, sondern auch in den Autos ihrer Freundinnen, und ihn so geschickt versteckt hatte, dass die Suche erfolglos geblieben war. Darüber hinaus erfuhr Samantha noch eine weitere beunruhigende Tatsache. Es stellte sich heraus, dass Christopher die Idee mit der Holzkiste nicht irgendwoher hatte, sondern von Netflix. Dem Mann gefiel die Serie You sehr gut, in der es um einen Serienmörder geht, der ebenfalls Frauen verfolgte und seine Opfer in einem Glaswürfel gefangen hielt. Da Christopher nicht genug Geld für eine Konstruktion aus Spezialglas hatte, beschloss er, sich mit einer Holzkopie zu begnügen. Im Laufe des Gesprächs überreichte der Entführer ihr außerdem ein Paket, in dem sich ein Pullover mit dem Logo des Eishockeyteams Detroit Red Wings und Samanthas Name befand. Es stellte sich heraus, dass Christopher dieses Geschenk seit dem Tag aufbewahrt hatte, an dem er beschlossen hatte, seinem Opfer Tickets für das Spiel zu schenken, also seit 9 Jahren. Dennoch gab der Verbrecher zu, dass er trotz seiner Taten auf keinen Fall im Gefängnis landen wollte. Er sagte, dass er unter den dortigen Bedingungen nicht überleben könne. Aber jetzt gab es kein Zurück mehr, also musste er nehmen, was kam. Samantha erkannte, dass Christophers leidenschaftlicher Wunsch, nicht ins Gefängnis zu kommen, den Weg zu ihrer Rettung bedeuten könnte.
Sie schlug ihm einen Deal vor. Christopher würde sie gehen lassen und Samantha würde ruhig nach Hause gehen und niemandem von diesem Vorfall erzählen. Sie musste so schnell wie möglich zustimmen, denn noch hatte niemand Samanthas Verschwinden bemerkt. Christopher schien dieses Angebot zu gefallen. Allerdings stellte er seine Bedingungen. Er würde Samantha nur freilassen, wenn sie sich auf eine intime Beziehung einließe. Zunächst lehnte Samantha ab. Schließlich fand sie den Entführer überhaupt nicht attraktiv. Mehr noch, nach allem, was passiert war, war es, gelinde gesagt, unerträglich, auch nur in seiner Nähe zu sein. Doch die Zeit verging. Es waren lange, anstrengende Stunden der Gefangenschaft in einer Holzkiste und Christopher konnte jeden Moment seine Meinung ändern. Das bedeutete, dass die geringe Chance auf Rettung zusehends schwand. Samantha gab Christopher schließlich nach. Als alles vorbei war, hielt der Entführer sein Wort. Er ließ Samantha in der dunklen Nacht auf die Straße. Es stellte sich heraus, dass die Holzkiste in einem Lagerhaus mitten im Wald stand. Als sie an Christophers Auto vorbeiging, sah Samantha, dass tatsächlich ihr SOP-Board darin lag. Das bedeutete, dass die Worte über die Inszenierung ihres Todes kein Bluff gewesen waren. Christopher fuhr Samantha zu dem Parkplatz, auf dem ihr Auto stand, und fuhr davon. Der ganze Schrecken von der Gefangenschaft in der Holzkiste hatte etwa 14 Stunden gedauert. Zu Hause angekommen, bat Samantha einen ihrer Nachbarn, sie ins Krankenhaus zu fahren. Sie traute sich nicht, ihr eigenes Auto zu benutzen, da darin möglicherweise noch immer ein Peilsender installiert war. Die Polizei war bereits zum Krankenhaus gerufen worden und Samantha schilderte den Polizeibeamten die Geschehnisse. Nun mussten die Gesetzeshüter so schnell und vorsichtig wie möglich handeln, um den Täter nicht entkommen zu lassen. Anhand von Samanthas Aussage fanden die Polizeibeamten das Lagerhaus, in dem sich tatsächlich die Holzkiste sowie Vorräte an Lebensmitteln und Wasser befanden. Nach 36 Stunden nahmen sie den Entführer fest. Christopher wurde anhand des Signals seines Mobiltelefons aufgespürt, als er gerade versuchte, die Stadt zu verlassen. Bei der Durchsuchung wurden bei dem Täter Handschellen, ein Knebel sowie Quittungen gefunden, die den Kauf von GPS-Trackern bestätigten. Die Geräte selbst wurden tatsächlich in den Autos von Samantha und ihren Freundinnen entdeckt. Ein weiteres bemerkenswertes Detail ist erwähnenswert. Bei der Untersuchung von Christophers elektronischen Geräten stellten die Polizeibeamten fest, dass er sich manchmal über das Konto einer gewissen Sarah im Internet anmeldete. Es liegt nahe, dass er trotz des Verbots weiterhin mit seinem Opfer kommunizierte, indem er sich hinter einem weiblichen Namen versteckte. Darüber hinaus gelangte er auf bislang ungeklärte Weise an die Passwörter für Samanthas Social-Media-Konten und konnte regelmäßig ihre Nachrichten lesen. Gegen Christopher wurde eine ganze Reihe von Anklagen erhoben. Entführung, sexuelle Nötigung, Folter, Stalking und Hausfriedensbruch. Interessanterweise bestritt der Täter den Vorwurf der sexuellen Nötigung und behauptete, alles sei einvernehmlich geschehen. Lediglich, so seine Darstellung, sei Samanthas angebliches Rollenspiel irgendwann zu weit gegangen. Gegen die übrigen Anklagepunkte hatte er offenbar nichts einzuwenden. Übrigens begann Christopher mit dem Bau der Holzkiste, als er erfuhr, dass Samantha beschlossen hatte, eine zweite Schutzanordnung beim Gericht zu beantragen. Für den Bau der Konstruktion gab er mehrere $1000 aus. Im Laufe der Ermittlungen kam eine weitere entscheidende Tatsache ans Licht. Es stellte sich heraus, dass bereits 2009 ein ähnliches Gerichtsurteil gegen Christopher ergangen war, als er eine andere Frau hartnäckig verfolgt hatte. Die grobe Missachtung der Anordnung führte jedoch dazu, dass der Stalker 2 Jahre auf Bewährung erhielt. Und das geschah nur ein Jahr vor seiner schicksalhaften Begegnung mit Samantha. Im Jahr 2023 wurde bekannt, dass der inhaftierte Christopher einen Deal mit der Staatsanwaltschaft geschlossen hatte. Er gestand alle Verbrechen mit Ausnahme der sexuellen Nötigung. Der Täter behauptete weiterhin, dass es sich lediglich um ein spezielles Rollenspiel gehandelt habe. Ein Jahr später wurde das endgültige Urteil gefällt. 40 bis 60 Jahre Gefängnis. Selbst im günstigsten Fall wird Christopher als hochbetagter Mann aus dem Gefängnis entlassen und muss bis an sein Lebensende einen GPS-Tracker tragen. Das ist die Ironie des Schicksals. Übrigens wurden nach diesem aufsehenerregenden Fall im Bundesstaat Michigan die Regeln für die Erteilung von Schutzanordnungen grundlegend überarbeitet. Jetzt wird bei ähnlichen Gerichtsverfahren zwingend berücksichtigt, ob solche Verbote bereits zuvor erlassen wurden.
Denn wenn bei Samanthas Antrag vor Gericht bekannt geworden wäre, dass Christopher bereits mehrfach ins Visier der Behörden geraten war, hätte sich ihr Schicksal möglicherweise ganz anders entwickelt. Was Samantha betrifft, so fiel ihr die Rückkehr in ein normales Leben außerordentlich schwer. Lange Zeit konnte sie nicht normal schlafen, verlor deutlich an Gewicht und gab erhebliche Summen für die Rehabilitation nach dem Erlebten aus. Es bleibt zu hoffen, dass ihr Fall dazu beiträgt, ähnliche Situationen in Zukunft zu verhindern und die zuständigen Behörden endlich dazu bringt, das Problem des Stalkings ernster zu nehmen. Denn, offen gesagt, ist es ein unglaubliches Glück, dass Samantha es geschafft hat, lebend aus der Holzkiste zu entkommen. Wäre alles anders gelaufen, hätte sie jahrelang in Gefangenschaft verbringen können, während draußen alle dachten, sie sei im See ertrunken. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.